Hey Leute, herzlich willkommen zu Strange Strategies. Ich weiß nicht, ob so ausgesprochen wird, aber wir spielen es heute. Ja. Hey, das wäre Nils Schwierigkeitsgrad, das ist mein So, Schwierigkeitsgrad. ich spiele immer auf normal. Wenn dann. Wir spielen auf normal. Auf leicht spiele ich nicht. Das wäre ein bisschen zu leicht dann. Bist du bereit, das gute Hörbuch anzuhören? Ja. On the faraway continent of Norzelia, three mighty powers reigned. The kingdom of Glenbrook, through which runs the mighty Norzelia River, bringing flourishing trade. The Grand Duchy of Esfrost, a land of ice and snow beneath which slumbers rich veins of iron. And in the desert, the holy state of Hyzant, home to the lake from which is harvested the salt essential to life. With each nation controlling one vital resource, conflict between these three powers was all too common. Minor disputes and skirmishes gave rise to fierce battles, and before long, the realm was engulfed in a bloody conflict that would rage on for years. Many died in what came to be known as the Salt Iron War. Brought to their limits and facing their mutual demise, the three powers at last negotiated a truce. The Norzelia Consortium is formed, a neutral organization that oversees fair trade of iron and salt. Finally, peace came to the realm. 30 years pass. Now, a new bond is set to be formed between the Grand Duchy of Esfrost and House Wolffort of Glenbrook, whose power in the kingdom is second only to that of the royal family itself. Kapitel 1, der junge Falke. Mhm. Plötzlich war die Musik weg. Lord Serenoa? Good morning. Congratulations, my lord. The future of Wolffort is looking brighter than ever. Today's the day, is it not? We're all ready for the big moment. Thank you, everyone. Young master, Lord Serenoa. So, you were here after all. Ah, Benedict. It would seem word has reached the people already. You can thank Eridor for that. He couldn't refrain from blabbing the news to anyone who would listen. I'll have a talk with him after. This is a momentous day, not merely for our domain, but for all of Glenbrook. I do not think it possible to keep it a secret. This is well and true, my lord, but you must consider your betrothed's lineage. I'm well aware of the situation, Benedict. I cannot say for sure what repercussions this may have. What I do know is that the people rejoice for us and harbor hope for the future. As the future Lord of House Wolffort, I must rise to the occasion. Fine resolve, my lord. As House Steward, I will do all in my power to assist. Thank you, Benedict. It is heartening to have the support of my father's right-hand man. Shall we head to the port then, my lord? So soon? I had thought we would have more time. The river's waters have risen with the heavy rainfall earlier this week. And given the wind, I think it likely that Esfrost's ship will arrive ahead of schedule. You never cease to amaze. Very well then, let us be on our way.
Weltkarte. Ein bisschen vorlesen. Okay. Herr Reader. Die Geschichte treibst du voran, indem du eines der Ereignissymbole auf der Weltkarte auswählst. Es gibt 2 verschiedene Arten von Ereignissen. Hauptereignisse sind notwendig, um die Geschichte voranzutreiben. Nebenereignisse sind optional, stehen aber möglicherweise im späteren Verlauf der Geschichte nicht mehr zur Verfügung. Ja, also Quests. Ja. Ja, wir haben jetzt Einheiten, Inventar, Chroniken und Themen. Also mit dem ich glaube, X-Knopf lässt. Ich glaube, das müssen wir uns Ja, jetzt nicht das vorlesen weiß lassen ich hier. Na, ich brauche nicht. So. Das ist jedes Spiel. Als ob die jedes Spiel erklären lassen muss. Sag mal. Ja, Hier eben, drücken das Sie ist- X jetzt. Ja. Guck mal, ich drücke X. Einheiten. Wow. Hast du herausgefunden? Ich mag den Zeichenstil. Ja, das stimmt. Das für Pen and Paper wäre super. Mann, ich habe mal viele Accessoires. Naja, wir sind reich. Ja, Wir dürfen dann. reich an Erfahrung. Ja. Ja, gehen wir einfach mal voran. Das bringt eh noch nichts, jetzt irgendwas zu machen. So, dann gehen wir einfach zur ersten Mission. Ja. Zum Wolfener Hafen. Was? Wolfstadt? Willst du vorlesen, was ohne Ecke stehen? Ja. Also, ein Kriegsschiff aus Estfrost. Wie ist das so? Astros, ja. Astfrost hat den Hafen von Wolford erreicht. Wer ist die Frau mit rosa Haaren, die mit ihrer Gouvernante an Land geht? Die schönen altertümlichen Begriffe. Ja. Die gute Gouvernante ist da. Oh. Bringt sie von Bord. I thank you for the escort. You are free to go. But Lady Frederica, there is no one here to receive you. He will be along shortly, no doubt. If I have heard true, he is not the type to keep a lady waiting. By your leave, then. We wish you everlasting happiness, my lady. Thank you. I shall work hard, both for my new home and for my motherland. Please let brother, the Archduke, know that. As you command, my lady. We leave the rest to you, Gila. I shan't let you down. Phew, Glenbrook at last. Finally, we can take a moment of respite from our long journey. That said, it would seem we've arrived ahead of schedule. I much prefer it to being late. This is a momentous day for Esfrost, and for the entire realm. We cannot afford to make a bad first impression. I agree, which is why we cannot have you looking so tense. Why don't we go for a bit of a stroll? A fine idea. After all, this may be the last time in a while that I am free to do as I please. Most are not inclined to grant liberty to one of Rosellan heritage, such as me. You brought that pendant with you? Of course. It is the only memento I have of my mother. Thank you kindly, little lady. Letting a whole boatload of guards go back home was a stroke of genius. We heard tell you'd be here, and we wanted to be the ones to welcome you. The winds of fortune are blowing today, aren't they, Pa?
Brigands! Stand back, Frederica. I shan't let them have you. Ja, und jetzt sind wir in Kampfsituation übrigens angekommen. Jetzt können wir hier kämpfen. Der Tutorial-Kampf wird das wahrscheinlich. Und ich habe das überhaupt nicht schon mal in Fire Emblem gesehen. Oh nein, Banditen. Nein. Die wollen die König mal wieder angreifen. Plötzlich tauchen die Banditen auf. Also, ich sag immer gerne, dieses Spiel ist eine Mischung aus Fire Emblem und Octopath Travelers. Ja, das stimmt schon so. Also der Grafikstil ist sehr Octopath und die Spielmäßigkeit ist ein bisschen Fire Emblem, würde ich sagen. Ja, das wird man ja noch sehen. Ich schaue jetzt auch zum ersten Mal richtig zu. What do you intend to do with us? Ich muss die übrigens jedes Mal drücken, dass es automatisch weitergeht. Yep. Make your little hostages is all. And wring every last coin out of the duchy and house Wolfort. What's with that pink hair, though? Ya Rosellen? And that lady looks like she's from Hyzant. Did we go after the wrong boat? Impossible! The ship was full of Esfrosti soldiers. Enough! I am without a doubt. Have you bandits no shame? Attacking two innocent women? And just who in the hell are you? Und hier haben wir Gesinnungen. Und Gut, in der Welt von Norselia herrschen 3 Gesinnungen vor. Nutzdenken, Moral und Freiheit. Die Gesinnungen sind unsichtbare Parameterwerte, die von deinen Entscheidungen und Handlungen beeinflusst werden. Deine Entscheidungen prägen Zero Noahs Gesinnung und abhängig von dieser sammelt er andere Gefährten um sich. ja, also du entscheidest jetzt heute für uns, was wir hier antworten und das hat dann Auswirkungen auf die nächsten Sachen immer. Irgendwann. So, Denn ich habe es bis zum 3. Kapitel schon in der Demo gespielt, also darum lasse ich mich jetzt erstmal kurz raus und ab dem 4. Kapitel schalte ich mich wieder richtig ein. So. Schauen wir mal. Soll ich auch die Sätze schon mal einzeln vorlesen und dann auswählen? Ja, oder? kannst du gern machen. Okay, gut. Dann fragt wer. Ich lasse mich ungern von Gaunern verhören. Dann, das geht euch nichts an. Ergebt euch und es muss niemandem etwas geschehen. Ihr ähnelt euch sehr. Könnte es sein, dass ihr Vater und Tochter seid? Ich weiß jetzt nicht. Ja. Das erste nämlich. Okay. Die Gesinnung hat sich Who are gefestigt. you exactly? A band of common brigands from the looks of it. Got you curious, huh? You can call me Travis. Leader of the fiercest band of brigands this realm's ever seen. And I'm his daughter, Trish. We've 100 men at our beck and call. You'd be wise to surrender while you have the chance. A bluff, to be sure. I doubt the man would lead his own daughter into battle if he truly commanded such an army. Most astute, my lord. This is doubtless the extent of their mighty band. Enough of your whispering. Now tell us who you are, you bloody cowards. Only a fool would reveal such precious knowledge to his foe. Hey, who you calling a fool? Enough of this! You'll regret ruining our plans! To arms, my lord. Stand back, the both of you. No, we fight together. I brought this upon us through my indiscretion. Pray allow me to help. My lady. I am a teacher of the arcane arts, and Frederica is a most apt pupil. I can assure you we shan't be a burden.
Then I ask for your support from the back lines. And you shall have it. Why didn't you tell me you were having such fun? I would have joined you sooner. What are you doing here? Let us talk later. Now, I believe we have some lawless ruffians to rout. Okay, willst du die auch vorlesen? Ja. So, Benedikts Eigenschaften im Kampf. Der strategische Ansatz dieses Gefährten macht ihn zu einem idealen Unterstützer. Steht Gefährten mit zahlreichen Fertigkeiten zur Seite, kann die Aktionsreihenfolge von Gefährten beeinflussen. Dann Frederikas Eigenschaften. Beschwört prächtige Feuermagie, die das Schlachtfeld in brennendes Chaos taucht. Ihre Flächenmagie setzt gleich mehreren Gegnern auf einmal zu. Kann bestimmte Böden in Brand setzen. Warte, wie spricht man sie aus? Galias. Gallias. Okay. Gut, Eigenschaft. Bringt eine Schlacht mit ihren Heilzaubern wieder ins Gleichgewicht. Versteht sich auf Regeneration von LP. Heilmagie entfaltet bei Gefährten in Lebensgefahr eine noch größere Wirkung. Oh. Unser Hauptcharakter hat keine Beschreibung. Nein, Schön. der hat keine Fähigkeiten, der kann nichts. Sonora kann sein Schwert benutzen. Punkt. Er kann nicht. Er kann reden. Ich finde es auch immer schön, dass er, solange sie noch keinen Namen haben, irgendwie irgendwas Lustiges steht. Der Blonde. Ja, ja. Der Okay, Blonde Kampf beginnt. da hinten. Ich glaube, die Tutorials kann ich skippen. You'll need more than numbers to beat us. Their confidence is admirable, at least. Orders, my lord? Give them no quarter. We cannot allow brigands to have the run of Wolfort. Just who are these people anyway? Now, Benedict. Okay, ja. Oh. Also ich Das erklär's mal Aufbau- jetzt ein... Nee, gut. Nee, ich erklär's einfach. Ich glaube, das wäre zu blöde. So, Think you ja. got what it takes Ja, wenn to sie aufhören best zu reden, my würde ich das auch family? klären. Fools, the lot of you. Mhm. Genau. Ich erklär's jetzt mal schon kurz. Give him a fight, man. Distinguish yourself in battle and you receive your due reward. Der erinnert mich halt echt an diesen Banditenanführer von Fire Emblem, ne? Der hat genauso viel gequatscht. Ja, was hast du denn auch erwartet? Also. We do not take kindly to thievery here in Wolfort. You will pay for your crimes. For the honor of House Ja, ich hab auch gesagt, dass in diesem Spiel wird sehr viel geredet. Auf jeden Fall, in den lila Feld, das du hier siehst, das ist die Reichweite, wo die Gegner uns angreifen. Blau ist das, wo wir nicht angegriffen werden würden. Wir können uns nur so weit bewegen, wie das Feld aufgezeichnet ist. Und wenn wir uns bewegt haben, können wir noch eine Aktion machen. Entweder Items benutzen, heilen, kämpfen, was auch immer, ne? Dann, unten wird angezeigt, wer wann dran ist. Unten in der Leiste hier. Jo. Und es geht immer weiter. Es ist wie ein klassisches Rollenspiel, wie ein Pen Paper, kann man sagen. Ja, eben. Wer schneller ist, der kommt auch schneller dran. Und wir haben die Besonderheit in diesem Spiel, wir können uns drehen und unsere Position ändern. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier uns einfach hinstellen, sagen, okay, wir haben nichts zu tun, weil wir wollen nicht direkt in alle reinlaufen. Und jetzt können wir entscheiden, in welche Richtung gucken wir. Denn in diesem Spiel ist es so, dass du, wenn du von hinten angegriffen wirst, immer kritischen Treffer kriegst. Ah. Ja, ist eben dann. You're all high and mighty, huh? Well, we'll Du kannst show ruhig reden, das you ist, we're wir müssen aber nicht no immer. fools ourselves. Ja, es ist ja klar, das ist ja dann so ein Hinterhalt sozusagen. Also man Genau. kann sich da ja nicht großartig wehren. Man müsste sich ja ganz schnell dann umdrehen. Aber es geht ja eigentlich auch nicht so 100% gut. Our land has no place for those who disregard the law. Und währenddessen ist es auch übrigens so, dass wir, wenn wir höher stehen als der Gegner, auch Vorteile haben. Also hier kommt es auch auf die Höhe an. Was sehr interessant ist für ein 2D-Spiel in der dritten Dimension zu spielen. Ja. Das ist ja was anderes dann mal als hier Octopath auch nochmal. Genau. Wir können jetzt zum Beispiel eher so Buffer, wir können unseren jetzt für 3 Runden lang mit Kraft und Magie erhöhen. Ah. Und wir haben unter unseren Charakteren, wie du da siehst, so gelbe Punkte. Ich glaube, die regenerieren sich nach Zeit. Ich weiß noch nicht so ganz genau. Aber unsere Fähigkeiten brauchen halt diese Punkte. Jetzt bräuchten wir 2 Stück, um die Fähigkeit einzusetzen.
Okay. Und wieso wird er eigentlich jetzt nochmal angezeigt? Achso, der stand da noch und der hat sich jetzt hier bewegt. Genau. Und hier können wir uns jetzt auch entscheiden. Weil hinter uns hier Wasser ist, würde ich mich so hinrennen. Ja. Gleich kommt ein Seemonster. So. Jetzt die Frage, ob wir uns mit ihnen hier runter begeben wollen zu den anderen. Oder von hier oben probieren, die anderen beiden hier umzunieten. Wenn man von oben gut angreifen kann. Das ist klar, aber wir könnten uns auch mit den anderen zusammenschließen. Aber wir machen es jetzt von hier oben. Ja. Die Gegner können übrigens nicht kontern. Okay, schön. Wir auch nicht. Let us see who brings down more of these. I think not. Whatever would I tell your father if harm were to befall you? These are no ordinary men. Ja. Oh, er hat aufgegeben. Ja, er hat Angst gekriegt. Oh nö, damit will ich nichts zu tun haben. Sie ist Heilerin. Sie kann einfach nur heilen. Ja. So, ich stelle mich so hin. Also ich muss sagen, ich fand vorhin, als die da ankamen und die Wachen da mit den Steinen abgeworfen hatten, das fand ich irgendwie lustig. Als aber die Steine ankamen. Ja, ich glaube, das war kein Stein, sondern ein Pfeil sollte es, glaube ich, sein. Die sahen wirklich aus wie Steine. Ja, es sah aus wie ein Stein, ja. Ein riesiger Felsen war es gefühlt so. Oh nein. Nein. Unser Heiler. Was macht der da? Er kommt langsam zu uns. Guck mal, er will den anderen beschützen. Er kommt wieder ein. So. Wir können leider jetzt hier nicht irgendwie taktisch angreifen. Aber es ist okay. Hier machen wir die Gegner verlangsamen und schwächen mit der drohenden Klinge. Okay. Sehr drohend. Ja. So, richten es wieder so rum. Auch wirklich so, also vom Aussehen her beim Kampf ist wirklich wie Fire Emblem. Auch mit diesen Linien, die zeigen, wen die angreifen und so. Das ist wirklich schön. Also. Jetzt die Frage, ob wir uns irgendwie nach unseren Kameraden da begeben wollen. Ich weiß nicht, der ist natürlich da hinten jetzt alleine und wenn der jetzt von ganz vielen auf einmal dann plötzlich angegriffen wird, wäre glaube ich schon gut, wenn der bei den anderen ist. Das ist zum Glück auch kein Problem, da wir auch eine Heilung dabei haben. Ach so, mit dann. Nutzung von Höhenvorteil. Oh, sie ist höher. Auch ihren Holen. Und noch kritisch, weil sie mich den Rücken getroffen hat. Toll. So, haben wir irgendeinen Verletzten? Außer die selbst. Der andere da hinten. Dann kann ich dir jetzt auch mal was zeigen. Wenn wir jetzt nicht von der Seite angreifen mit unserem Stab, dann greifen wir sowohl erstmal ihn an, mit unserem normalen Angriff, anderen rein oder was? Und unser anderer reagiert da auf der anderen Seite auch drauf dann. Ja. Cool. Das gefällt mir ja sowas. Oh, Loot. Jetzt liegt der Beute, ja. Beute kommt, wenn Gegner besiegt wird. Ja, machen wir hier drauf. Ein Lootstück. Und er kommt näher. Das hat die Wenn er klug ist, stellt er sich genau hinter uns her. und ja. Es sieht um den Blonden gerade nicht so super toll aus. Ja, kein Sorge. Das sieht eigentlich ziemlich normal noch aus. So, jetzt können wir beide treffen. Wir treffen übrigens nicht unsere Kameraden hier an der Stelle, auch wenn wir Benedikt treffen würden. Flammenwalze. Sie werden zu Tode gewalzt. Ach, der kann doch so weit gehen. Ich dachte, der kann da immer nur so kurz mal gehen. Nö. Ich weiß nicht, ob das so klug von denen war eigentlich gerade. Ja, Klugheit war es definitiv nicht. Jetzt wird er immer kritisch getroffen. Jetzt, okay, das ist aber auch genauso dumm andersrum. Ja. Jetzt haben sie es auch gemacht. Ja, lieber aus mal runterkommen, würde ich sagen.
Okay, erstmal eine Pille nehmen. I'll try this. Eine LP-Pastille. Oh, jetzt stellt es sich ganz so hoch. Oh. Damn it. Gleich sind wir außer ihre Reichweite. Höhe aus. Ja, das wäre eigentlich nicht so dumm, aber wir können auch, glaube ich, erstmal einen wen ausschalten, wäre, glaube ich, gut, ja. You've made a grave mistake. Ha. So, und da stellen wir so I hin. shall do what I can. Wir können erstmal, glaube ich, hier heilen. Ja. Wir heilen erstmal Benedikt. Allow Das ist me. eine gute Idee. Heile dich. Ja, okay, so schön. Ist okay. Jetzt kommen sie alle wieder nach unten. Oh, er kommt auch. I will end Kann aber this. nichts machen. Okay, so. Flammenwalze reicht noch nicht aus. Da sind wir leider gerade noch nicht in der Lage zu wieder. Schade, Dann hauen wir einfach, das wäre nämlich da hauen wir wirklich einfach passend zu. gewesen jetzt, wenn diese... Dann hauen wir jetzt einfach mit unserem stehen auch Grimoire zu. Mit dem bloßen Grimoire. Ja. Bam. Tschüss. From where shall we strike? Einfach mal so ein Buch abgekriegt. So, wir machen ihn noch ein bisschen weit nach hinten setzen, würde ich sagen. Yay. Nee, ich will noch da. For victory. So, erstmal den hier mit dem guten Lanzestoß ins Jenseits schicken. You don't stand a chance. Und tschüss. Yay, jetzt ist er hier gerade ganz alleine. Shall we begin? Mitten in unserer Gruppe. Ich Der glaube, es kriegt wäre jetzt was ab. klüger, jetzt einfach zu moven und zu heilen hier. Also Ja. ein Heiler jetzt einen Angriff zu benutzen wäre dumm. Ne, wir brauchen die Heilung schon so. Allow me. Thank you. So, einmal den guten Kerl geheilt. Und Blut jo, aufgesammelt stimmt. nebenbei. Das ist immer gut. So sind wir eigentlich ziemlich safe. Wir sind außer der Reichweite raus. Ja, die muss jetzt erstmal wieder herkommen. Ja. Währenddessen machen wir ein bisschen Schweizer Mitte spielen. So. Wir spielen Schweinchen in der Mitte. Du bist gerade das Schweinchen. Hin und her schubsen, hin und her schubsen. Let me show Wir you what mobben I've ihn. learned. Ja. Der Mobbing ist gut. Ja, für bei Gegnern schon. Ja. So, warte mal, können wir beide treffen? Nee. Die stehen Leider genauso nicht, beschissen, nee. ist man nicht. Ja, die stehen gerade nicht so gut. Ja, komm, prügeln wir einfach auf ihn With ein. the powers in me. Ich habe übrigens dahingestellt, damit sie jetzt nicht gleich den Combo machen können. Ja, stimmt. Also von den dass Seiten. sich der andere nicht dahin stellt. Ja. Ist schon From where shall klug we so. strike? Ja, und jetzt wieder die Drohnenklinge. Wait your turn. Und zurück. Mhm. I won't lose. Geh mal nach da. Und der hält ja So, nicht mehr ist viel besser. aus. Strike's Also. true. Yes. Ja. Das war eine gute Entscheidung von der Richtung da. Also in die Richtung zu drehen. Jetzt wird die wahrscheinlich wieder runter, oder? Ist sie wieder in Reichweite? Nö. Immer noch nicht. Die brauchen noch Stell mal einen noch Zug, hier. glaube ich. So, und heil mich selbst. Be at ease. Weil es macht keinen Sinn, mich jetzt irgendwie ins Getümmel zu stürzen mit einem Heiler. Ja. So. Ja, das ist eigentlich auch blöde, mit ihn hier anzugreifen, weil er hat auch keine Stärke. Ja, das stimmt. Ich buffe erstmal unseren anderen Charakter. I have your back. Yay. Alles hoch. Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Yay. Das ist doch super. Guck mal, da kommen sie. I will end this. Prügeln drauf ein, auf unsere Leute. Ein Schlag von hinten mit dem Buch auf dem Kopf. Haja! Usch. Das tödliche Buch. I've gotta get Es the wurde upper mit hand. Stahl eingebunden.
Das ist das Death Note. Ja, genau. For the honor of House Wolford. Machen wir einfach kurz den hier platt. Ja, der sollte jetzt dann nicht mehr so lästig werden. Ja, wir können auch die Drohne-Klinge machen. Ja. Der ist Dann machen wir ihn ein bisschen nach hinten tot, schieben. also. Er ist nicht tot, er lebt noch leider. Ja, nicht ganz tot, aber To trotzdem. lead, I must grow. Oh, noch ein Stufenaufstieg. Jetzt leveln sie alle auf. Okay, warte, Der blonde Mann ist am Zug. der blonde Mann nietet einfach einen normalen Mann um. Schmeißt würde ich den ins sagen. Wasser. Verfehlt, Oh, er das, hat hat, verfehlt. das hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nie einmal in dem ganzen Spiel. Make way! Also ist das so eine geringe Chance? Oder es gab Ich hab das kein- in der na, ich- Demo nicht. Na, es wird wahrscheinlich eine Demo gegeben haben, aber ich weiß da nicht. Ich weiß nicht, wie er verfehlen soll, sagen wir es mal so. Na, es gibt doch So, da auch eine hier... Hand. Ja, wer weiß. Ja, Accuracy gibt's Auch ja auch, nicht. ja. Allow me. Erstmal die Beute einsammeln. You have my gratitude. Ja, Loot ist immer gut, wie man weiß. I shall try my level best. So, jetzt. Opi, schlag zu. You were overconfident. Allow me. Da ist er weg. Der Kleine. Guck mal, Rentnerschubskreis. So, jetzt sind ja nur noch die zwei da. Ja. Die eine braucht noch ein bisschen, bis sie wieder hier irgendwas machen kann mit ihrem Bogen. We will Jetzt make verprügeln wir our ihn mal. reality. Ein bisschen. Defeat is not an option. Ja, ja, ja. Aber jetzt hier mal ein bisschen Ruhe machen. Ins Wasser schubsen. Charge. Wir schubsen den alten Mann in der Mitte schon wieder. So. Ja. Er ist tot. Da muss sie jetzt noch rankommen. Peaks. My turn. Also an ihrer Stelle würde ich aufgeben und wegrennen. Also, wenn ich das schon sehe. Damn it all. This can't be. Wie ist das möglich? Ja, Schatz oh, ein gefunden. Schatz. Die Banditen waren sowas Willkommen, gut. holen dich. Oh, sie kommt auf uns zu. Opportunity! Ein Flammenpfeil. Shall we begin? Den hat sie auch bei mir nie eingesetzt. Ich glaube, die war vor mir irgendwie immer zu schnell tot. Ach, die hast du Wer zuerst ist- umgebracht. Nee, aber selbst da hat sie es irgendwie nicht gemacht, weil sie kam einfach nicht dazu. Ach so, ja. Weil ich stand immer so relativ, glaube ich, nah an ihr dran. Da hat sie wahrscheinlich One andere step Sachen gemacht. Dann closer to immer. our hope. Diesmal sind wir ja irgendwie vor ihr There weggelaufen. is no Gefühlt. mercy on the battlefield. Gefühlt ja. Dann haben wir plötzlich so ganz alleine da Mein oben Guter, auf ich der buffe Mauer. dich. Also, Ready for more. der blonde Mann. Der blonde Mann. I will Dessen end this. Identität, die wir noch nicht wissen, was der blonde Mann ist. So, das ist der blonde Mann. Aber er ist kennen ein wichtiger wir. Mann. From where shall Der we wichtige strike? blonde Mann. Nennen wir ihn so. Ich drohe dir mit meiner Klinge. Pass Ruhe auf. hier. For victory. Dann schauen wir dich weiter an. Ich drohe dir mit meinem Pferd. Ih. Das ist mein Pferd Kartoffelbrei. Let me heal your wounds. Das Leben ist jetzt gleich vorbei. Haha. Auf den Kopf mit dem Stab. You little... We've breached their Kritisch. defense. Now what? Rennt sie jetzt weg? Nö. Let That us worked, try huh? out their Also an ihrer Stelle würde ich wirklich wegrennen jetzt einfach. Das ist aussichtslos. Es ist nicht in ihrem Kopf drinne. all for victory. Sie kennt das Wort victory is wegrennen nicht. assured. Sie ist doof wie Toastbrot. Sie hat diese Fähigkeit noch nicht erworben, diesen Skill. Erstmal von der Seite mit dem Buch schlagen. Oder? Nee, wir machen Feuer auf sie drauf. Komm, sind die das Lagerfeuer, lieb mein Lady. Im Wald, Vor allem, sie ist rothaarig, das passt in der Zeit, da wurden die verbrannt. For victory. Und der Doppelstoß. Bye, My bye. lance strikes true. und tschüss. You'll rue this day, you bastard! Ja. Aua, das hat Oh, wehgetan. Sie hat sich in einen Schatz verwandelt. Innerlich war sie doch goldig. Yay. Wir haben Erz gekriegt, geil. Und 3 LP-Pastillen.
Wait, I know that face! That's the Wolfort Lordling! What's that you say? Wolfort? It can't be. What are they doing here so damn soon? This ain't what we planned for. Let's get out of here. For a bunch of no-good thieves. At least they know when they're in over their heads. I would have preferred to apprehend them and see them atone for their crimes, but so be it. Your bride-to-be is safe. Isn't that what matters? My bride-to-be? My sincerest apologies. I had no idea we were being trailed by bandits. But where are my manners? I am Frederica of the Grand Duchy of Esfrost. I have come to fulfill our agreement. I am honored to join you in marriage and to call House Wolfort my new home. The honor and pleasure is mine, Lady Frederica. Pray forgive me for not introducing myself sooner. To think you'd fight at each other's side in battle before exchanging your vows. Though, I dare say that it bodes well for Wolfort that its new lord and lady makes such a fine team. Your Highness! Here you are. Why, the entire Kingsguard has been scouring the land for you. Did you sneak out of the castle again, Roland? When I heard my best friend's betrothed was arriving in Glenbrook, I simply couldn't miss the occasion. While we appreciate the sentiment, perhaps you should have said something to the king. I'm the least of my dear father's concerns. Though I suspect Huette will think otherwise. I suppose I'd best be on my way back. Rest easy, my fair Lady Frederica. You are in good hands here. I look forward to celebrating your union. Till we meet again. His ring bore the insignia of Glenbrook's royal family. Could that have been... Prince Roland, King Regna's younger son. So a lord and a prince drove off a band of brigands by their own hand. What a fascinating nation we've come to, Frederica. This is Sheila, my tutor and attendant. Famed is the martial prowess of the Wolforts. It was an honor to be able to witness it firsthand. Allow me to introduce myself. I am Serenoa of House Wolfort. And this is Benedict, trusted steward of my family. It is my honor to serve Lord Serenoa in any and all matters. On behalf of House Wolfort, I welcome you to our domain. You may think this is an odd question, my lord, but I ask it nonetheless. What does the color of my hair mean to you? Oh, jetzt darfst du beantworten. So, sie ist wunderschön, wenn mir diese Bemerkung gestattet ist. Sie ist lediglich eine Äußerlichkeit, mehr nicht. Eure Persönlichkeit ist viel wichtiger. So wie der Mut, den ihr gerade unter Beweis gestellt habt. Sie ist mir nicht neu. Auch bei uns leben schließlich Rosalie oder so. Rosalia. Rosalia. Ist natürlich auch die Frage. Weißt du noch nicht, was das untere ist, also wäre das untere schon mal das Dümmste für dich. Ja, eben. Deswegen. Und so wie es sich angehört hat, sind die auch nicht so hier gut gern gesehen.
Richtig. Deswegen, ja. Das mit der Äußerlichkeit wäre wahrscheinlich dann auch wieder so eine Sache, dass das gegen ihr Aussehen dann halt wäre eher. Deswegen würde ich das erste nehmen. Okay. If it is not too forward of me to say so, I'd find it most beautiful. Thank you, my lord. But you need not flatter me. I said only what I mean. I have always been fond of roses, and your hair is as beautiful as any of them. I adore them too. Then it would seem we have something in common. Lady Frederica, everyone awaits. Allow us to escort you back to Castle Wolford. Thank you, Benedict. It would be my honor. Frederica und Jella haben sich dir angeschlossen. Jella. Yay. Gela. Gela hat sich dir angeschlossen. Ja, Gela. Da haut der Prinz wieder ab. Ja, geht ab. Ich find's auch toll, dass die Wachen dann wieder da waren. Glenbrook's House Wolford and Frederica of Esfrost will unite in marriage to strengthen the ties between their two nations. In doing so, the newfound allies hope to hold their own in the face of Hyzant's salt monopoly, which continues even now, decades after the war. Who could have known that this was but a prelude to an uprising that would engulf all of Norzelia in the flames of war? Das Hauptniveau war um die Einstellung Fettlager erweitert. Im Fettlager hat sich der Händler den Betrieb aufgenommen. Ja. Im Fettlager können wir Sachen kaufen, verbessern und umändern. Aber ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was der Prinz jetzt so zu machen hat, nachdem er jetzt abgehauen ist. Ja. Die Nebengeschichte, willst du oben vorlesen, was um was geht? So, im Schloss Weißholm werden die Festlichkeiten zur Feier des Förderabkommens vorbereitet. Er kriegt Guck jetzt mal so sicher an, Ärger. wie das so läuft. Ja. Ach, was? Wherever did my fool brother run off to? I explicitly told him I wanted him here when we welcome our guests. It would seem Prince Roland shrugged off the King's Guard and went on a little excursion, as he's wont to do. I swear it's as if the boy exists to drive us mad. He is an embarrassment to our family. No matter. I will see to matters myself. Your honored guests have arrived, Your Highness. I see new faces among them. I trust you can tell me more, Clarice. But of course, Your Highness. The imposing-looking woman over there is General Avlora of Esfrost. Her prowess in battle is such that some say she is the second coming of Groma Ironfist, hero of the Salt Iron War. If the rumors of her strength are true, she is more likely to emerge victorious than any but the Dawn Spear himself. Over there is Minister Exham Marshal of the Holy State of Hyzant. He is the newest appointee to the Saintly Seven, and has been placed in charge of the military and diplomatic affairs. 'Tis a rise to prominence nigh unheard of for one so young. A general of the Grand Duchy and Hyzant's young hope.
I imagine this will not be the last I hear of them. I know this man. Sourcelay End of Hyzant, yes? Just so, my lord. As you doubtless know, he is the Holy State's Minister of Salt. A prestigious position, though it is said he feels threatened by Minister Exham of late. So even the great monolith that is the Holy State is not immune to internal strife. Thank you, Claris. I can see they were not wrong to tap you to lead the consortium. As the officially appointed bookmaker for the tournament, it would not do for me to be ignorant of the combatants. Your Highness, Lord Thalos and Lady Erica, brother and sister of the Archduke, have arrived. They will be joining the festivities in Archduke Gustadolf's stead. Word has it that Lord Thalos has been appointed Prime Minister, which would make him the second most influential individual in all of Esfrost. Archduke Gustadolf is said to prize freedom more than anything. It would seem that includes the freedom to put his own family above all. With all due respect, Your Highness, the decisions of another nation are their own. Do take care not to say anything that might offend our new allies. You need not remind me, Patriot. I know there is little to be gained from quarreling with Esfrost's ruling family. Honored guests, I am Franny, Crown Prince of Glenbrook. It is an honor to welcome you to our kingdom in my father's stead. I can assure you we have spared no effort in preparing for tomorrow's festivities. Let us ring in this new age of alliance together. Though I imagine some may be too occupied awing us with their prowess in the tourney to enjoy the revelry themselves. Allow me to escort you to Whiteholm Castle, where the ceremony will take place, whenever you're ready. Prince Roland, finally you return. At ease, Huet. I trust all was well in my absence. Well enough. Another visit to the Wolfort domain, was it? Indeed, on minor business. My apologies for leaving unannounced. Apologies indeed. You know full well that I am under strict orders from your father to accompany you on any excursions outside the castle. I'm perfectly capable of taking care of myself. Besides, no one would lose any sleep if something happened to me. Father and Franny least of all. Even Cordelia would get along perfectly fine without her brother. Well, I would not. Or have you forgotten that you are my one and only sworn liege? Huet. Forgive me, truly. It won't happen again. I should hope not. So it is true that you plan to fight in the tourney on the morrow, and alongside House Wolfort, no less. How did you... His Grace told me, when he commanded me to keep you out of trouble. So Father knew all along. And so I have decided to fight at your side. You won't be slipping away on my watch this time. As you wish. Damit wissen wir jetzt, was in der Königsfamilie abging währenddessen. Ja. Und beim nächsten Mal werden wir sehen, was bei uns zu Hause abgeht. Yay! In Wolfort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Haut rein. Gute Nacht. Tschüss. Küsschen aufs Nüsschen.